Hallo und willkommen zusammen bei einer neuen Folge von Baldur's Gate 3 mit unserem Barden. Wir sind jetzt hier in, Moonrise Towers kann man fast nicht sagen. Wir sind unter Moonrise Towers, wo so eine Art Mindflayer-Kolonie ist. Haben jetzt hier dieses Rätsel gelöst, nachdem wir uns mit tonnenweise Untoten rumgeschlagen haben und sind auf dieses Steinrelief gestoßen, das uns was vom Grand Design erzählt hat, also davon, dass die Elitiden versuchen, ihr ehemaliges Imperium, das in allen Ebenen der Realität existiert hat, wiederherzustellen. Das wundert uns jetzt nicht, aber wir werden es natürlich trotzdem versuchen zu verhindern. Was ist denn? Ach so, ja, okay. Alles klar. Wir haben wieder mal Schwierigkeiten. Wir haben wieder mal Schwierigkeiten. Gut. Ist da eigentlich noch irgendwas? Ah, hier ist noch was, da war ich noch gar nicht. Ich weiß nicht genau, was diese Mysterious Liquid so alles tut, wenn man da durchlatscht. Von daher wäre die Idee, es vielleicht einfach zu vermeiden. Na komm, seid lieb. Nee, natürlich nicht. Einer muss ja immer hinterher hinken, ne? Resonance Stone. This stone gives you and those around you a steeped in bliss condition. Resonant stones heighten emotion in those who stand within their radius. Heighten emotion. Interessant. Within their radius wäre natürlich nochmal die spannende Frage, wie groß der Radius so ist. Black-skinned head. Empty vessel, nothing more. Lending voice to elder lore. So, was haben wir hier noch Schönes? Willing Mind, True Mind, Balthasar's Notes. Ist der hierher vorgedrungen? Experimental notes written in Balthasar's precise hand. His obvious deficiencies aside, it cannot be denied that young Gortash has the mind of a scientist. Before his latest invention, the illicit library was no more than rows of brains swimming in the cerebral slop. With his device, we no longer need psionic power to access the memories contained within, only to insert the subject and speak to it directly. I do wish he were not so eager in testing the device on more recent subjects of his own, however, nor in leaving their skull shavings scattered along my workbench.
Gut. Prayer for forgiveness. Forgive me, Father, for I cannot help but admire the chosen of your sworn foe. Enver Gorta's genius will take us far, but fear not, those of Bane always fall to the same folly. Those of Bane, also das heißt, Gortas ist wahrscheinlich mit Bane verbandelt, so wie Catherick Thorm mit Mirkul verbandelt war. They cannot see the beauty of obliteration. The absolute hoax will garner false love from new slaves, but once I've built a large enough army, I will use our hold upon the absolute slaves to begin this wild's world end. I can see the path through Gorta's brilliant plan. Gortash, Catherick, and I will seize the Netherese relics that control the crown. Okay, Catherick, Gortash, Catherick and I. Es war ja von 3 Chosen die Rede, ne? Will seize the Netherese relics that control the crown and then use the crown to command the Illithid Grand Design. The dead 3 age-old foes, our dire patrons, will be bosom friends for a time. Father, you created me to be the last soul alive. When the time is right and my power is assured, I will slaughter Gortash and Catherick upon your altar, where I myself hope to die when the world itself is gasping its last. At the end of this all, Father, there will be not a single creature living. Everyone will die. Everyone will die for you. I will make you proud. Note appended at the bottom of the page in a different hand. Ha! Orin was right about his sibling, Balthasar. Orin ist dann also wahrscheinlich diejenige, die das hier geschrieben hat. Das ist die dritte im Bunde, ne? Gortash, Catherick, Orin. Und da Gortash Bane ist und Catherick Mirkul, wird sie wohl Baal sein. Baal ist ja was Besonderes in Baldur's Gate, denn in Baldur's Gate 1 ist ja der Held selber, also wir quasi, ein Baalspawn, also ein Nachkomme von Baal. Und Orin ist das wohl auch. Bottled Eye. Was haben wir denn hier noch? Eye-Patch. Ist ja putzig, das nehmen wir mal. Ah, Mole. Richtig, Mole hatte ja ein Eye-Patch. Tja, ob das Moles ist? Wir suchen ja Mole, ne? Prayer of Forgiveness, Barbed Device. Rune Slate. Seems I can understand the liquid script. Thank you, Temple. Gut, also, das sind ja hier quasi Butchered Mind. Für den Fall, dass es wichtig ist, wer mit ihnen spricht, werde ich die mal ihm geben. Auch wenn er encumbered ist. Und das werden wir uns noch nehmen. Und die auch. Und mehr Minds haben wir ja jetzt hier nicht mehr, ne? So. Hier Mind Archive Interface. So, fangen wir mal an. Butchered, Waking, True, Willing. Fangen wir mal mit der Butchered Mind an. So. Shh. This place listens. It knows. If we're going to escape, we have to be smart.
smart. Right. Use your brains. Right. You get it. I've been watching, learning. This place is alive. A big thinking thing. And it needs our flesh to grow. I've seen them put corpses in the walls and they just melt away. So we've got to trick it, see? Make it think we're part of it. That's why the door's only open for... Wait. How did you get in here? Away, slave! They might have taken your mind, but they won't have mine! So. Ja, sie haben deine schon bekommen. Ist das alles, was passiert, wenn ich nochmal mit ihm rede? Shh. This place listens. It knows. If we're going to escape, we have to be smart. You know way out? This place is alive. A big thinking thing. So Okay. we've got to trick it. Wait. Okay, das heißt, da kommt immer dasselbe. Das bringt dann natürlich nichts. Waking Mind. Fine bones, sharp jaw. Some variety of elf? Pretty Maybe. enough for a flesh prison. If not, the noble Githzerai features I was born with. The monk-like Githzerai, sibling race to the warrior Githyanki. Their contempt for one another is eclipsed only by their shared hatred of the Illithids. I'd guess you're no willing guest of the Gate either. Perhaps we might aid one another. Das ist doch mal ein guter Ansatz. How did you end up in that world? Githzerai are supposed to be ultimate warriors. Warriors of the mind. Oh, there's some physical prowess involved, but the battlefield on which we truly fight the Gate is their own. My order taught a psionic technique much feared by the Gate. They destroyed us for it, and kept me as a trophy. I never broke, but I've spent all these centuries awake, aware. So here is my offer. Use your tadpole, erase me, and I will pass my technique on to you. Das klingt gut. Ich habe ja gesagt, ich mache nie Reload wegen irgendwelcher Entscheidungen oder Checks. Wenn ich jetzt das erste frage, kriege ich dann trotzdem nochmal die Möglichkeit, die zweite Antwort zu sagen? But if I can free you instead? You want me to kill you. What if I can free you instead? My people dwell in limbo, a realm of pure chaotic thought. With my mind gone, perhaps my soul will return there. Or perhaps not. Death, freedom, they are one and the same. Touch my mind, and purge it. At the very moment you do, I will make my knowledge yours. Gut. Ja, dann machen wir das. Illithid reach out and erase her mind, weil das ist ja was sie gewollt hat. The awareness that floods you is nothing like the tadpole. It is tentative and tinged with the loneliness of eons. It fades beneath your touch, and you feel something left behind. A fragment. It is only knowledge yet, without comprehension. But when you use it, you will see. And I see. Githzerai Mind Barrier. Ist das jetzt irgendwas, was ich hier finden kann? Prepare the march. My chosen gather below.
Oder ist hier das? Concentrated Blast. Das ist aber alles was ich schon habe. Was ist denn jetzt dieser Mind Barrier? Hier ist das doch nicht. Bart Common Reactions. Class Actions. Illicit Powers. Call the Weak. Nee. Cantrips. Conjures. Ah. Condition. Have assimilated a splinter of Glycerine knowledge. Mental barriers have been erected in the affected entity's mind. It has advantage on intelligence saving throws. Das heißt, das kann ich einfach so. Oder was habe ich einfach so. Aber Advantage on Intelligence Saving Throws ist wirklich toll, weil ich kenne genau einen Spell, den es in dem Spiel nicht gibt, der Intelligence Saving Throws braucht. Nee, 2, sorry. Also, ich glaube, Illusionen, gegen Illusionen hat man, glaube ich, einen Intelligence Save und es gibt noch Synaptic Static, den es in dem Spiel aber nicht gibt. Das ist ein, ich glaube, 4. Level oder 5. Level Spell oder irgend sowas. Oder 3. Level, der Intelligence Saving Throws hat. Also mit anderen Worten, kannst du vergessen. Gut. Aber lieb von ihr, dass sie es getan hat. So. Nehmen wir mal die True Mind. Every day he comes. Every day for 3 days to ask me how I feel. I want to tell, but I am confused. Which day is it? Wir sagen mal, es wäre der erste Tag. It's the first day. First, yes. 5 days since you put that thing in my eye, but the first day he came to visit. He says I am the last, that the other subjects have all changed. It's the second day. She whispers Oh, jetzt habe ich mich vertippt. She sings, praise the absolute. Ich habe aus Versehen dritten gesagt. It's the second day. Hurts. Head hurts. But he says I am past the worst of it. That I won't change like the others. He's given me a place of honor, so he can repeat his miracle. And a name. True Soul. Das ist ja auch die True Mind. Tell me about these others. Separate cells. I never saw them, but when they changed... My head! I can feel them in my head! Who is this he you are talking We about? are his pets. His plan. Lord Gortash. Ah. Okay. Gut, das war also Lord Gortash. Sehr schön. Dann... So. Pardon? Wouldn't do to phlegm all over Lord Gortash during my first performance, would it? Acoustics are a little off in here. Which is... where, exactly? Ein Barde, wenn er von Akustik redet. Are you some kind of performer? Oh, just a serving girl with notions. Till I met Lord Gortash. He heard me singing in Beggar's Rest. Said he needed someone to give voice to lost knowledge. A little over my head, being honest. But the Lord has gold. I trust he knows his business. Now, I'd best warm up. What did you plan on singing? It ought to be remembered. Oh,
oddly sentimental. Or mayhaps you're just looking for an edge on the competition, eh? No fooling me. Patience. You'll hear it when Lord Gortash does. Das war jetzt alles? Wir reden noch mal mit ihr. The owlbear boar. The owlbear boar, Owlwill's icy ire. Okay. Na gut. Ich werde jetzt aber diese Dinger nicht mitnehmen, ehrlich gesagt. Ich denke mal, das war alles, was man mit denen machen kann. Man kann die halt hier mit diesem Device auslesen, sozusagen. Und mehr war halt jetzt nicht rauszukriegen. Allerdings spannend finde ich jetzt noch diesen Resonance Stone. Steeped in bliss. Great joy, affected entities more energized and also more mentally compliant. Entities advantage on physical checks and disadvantage on mental saving throws. Vulnerable to psychic damage. Ich glaube, das möchte ich lieber nicht. Falls man damit irgendwann nochmal was anfangen kann, ich schick's mal ins Camp. Aber bei mir möchte ich es lieber nicht haben. Well, good feelings never last, I suppose. Okay. Es macht nicht den Eindruck, als könne man da runter. Wollen will man wahrscheinlich sowieso nicht. The city calls out for salvation. The chosen are my heart, and you my many. Ach ja, Kind. Of many hearts, one soul. So, jetzt wäre die Frage. So, ich bin jetzt hier. Da ging es zur Blade of Frontiers. Das heißt, entweder wir gehen einfach hier so den Weg. Vielleicht gehen wir einfach mal den direkten Weg. Das heißt, wir gehen hier lang. Tadpoling Center, schau Mind da. flayers and civilians, side by side. This must be where they infect and transform those they kidnap. Mhm. Interessant.
hier irgendwas? Hier gibt es welche, die sind rot und welche, die sind bläulich oder grünlich. Das ist irgend so ein Gerät. The device does not react to your presence. Da ist auch niemand drin. Hier scheint aber jemand drin zu sein. Also da, wo jemand drin ist, ist es wahrscheinlich so grünlich. Wobei es nicht so leicht ist zu sehen. Also hier ist definitiv jemand drin. Und hier würde ich eigentlich auch sagen. Wobei derjenige aussieht wie ein Mindflayer. Mal sehen, was passiert. The device releases a stream of fragmented memories and emotions. All that remains of the pod inhabitant's former self. Former Self, vielleicht ist das einer von denen, die dann schon... Courage, conviction, defiance. Even as her organs began to dissolve, she believed she could resist. Also das ist vielleicht jemand, der gefangen genommen wurde und schon zu einem Mindflayer geworden ist, weil das sieht hier mit den Tentakeln deutlich nach Mindflayer aus. Gut, hier ist wahrscheinlich dann wieder nichts, weil The keiner device drin does not ist. react to your presence. You remember the shattered windows of Alteral's High Cathedral, the burning black sky of Avernus beyond. In its horror, the blood war unites you. Tiefling, dwarf, and elf alike huddle behind the shields of your paladin order, waiting for salvation. When it comes, Das sieht aus wie Zevlor the neben... returned city casts your people out, the devils who dragged them down to hell. In the end, it is not your paladin oath that is broken. It is your faith itself. Genau, das ist auch Zevlor. Hier kann man das sehen. Das da hinten war tatsächlich ein Mindflayer. Und hier haben wir noch einen Mindflayer. Und so weiter. Zevlor, wie kriege ich denn den da raus? You remember the shattered windows of Alteral's High Cathedral, the burning black sky of Nee, also wenn das Ding Avernus keinen Health Bar hat sozusagen. In its horror, the Das blood ist- war unites you. Tiefling, dwarf, and elf Ja, ja, alike ist gut. huddle behind the shields of your paladin order, waiting for salvation. When it Delirium, comes, mania, disunity. laughter. His mind broke The before returned the city end. casts your He was people out. laughing The devils who uncontrollably dragged as them the down to skin hell. fell from his In the face. end, it is not your paladin oath that is broken. Okay, It is your faith itself. gut, das ist auch ein Mindflayer. Neural Apparatus. Vielleicht macht das die Dinger alle auf oder so. Das wäre dann... Ja, das Problem ist, man kriegt die Dinger hier nicht klein, ne? Weil wenn es kein... Ja, ja, schon, aber... Also wenn das Ding kein... Doch, das hat ein Health Bar, aber... Hä? Invalid Target. Das Ding kann man Nee, kann man auch nicht kaputt machen. Weil das hat kein Health Bar, dann geht das nicht. Okay. Wer ist hier noch? Der ist noch nicht, oder die ist noch nicht transformiert. Gauntlet Jeva, Mindflayer, Manip Sugar, Mindflayer. Problem ist, man kann hier nichts machen, ne? Na gut. Sie möchten nicht, dass das geht. Aber Mode sehe ich hier jetzt auch nicht.
Ah, If you insist. hier sind noch mehr. Brine pools, Mizora. but empty of tadpoles. Unusual. Harvesting all the larvae indicates they are getting ready for something big. Hier ist Mizora drin. Cambion. Stay back. Mizora gefangen von Mindflayern. By Grazit's cock, it's about time you came. Mizora? You are the devil you sent Will to rescue? Thought you'd have figured it out by now. Oh, Now, enough sniffing. okay. Die Lines sind broken. Your eyes turn to the control panel next to the pod. It has two Okay. controls are open to your tadpole's command, to your authority. Das, die, Don't ja. take long. Ich werde mal das Spiel neu laden, weil irgendwas ist da broken. Die Voice Lines sind total im Eimer, also bis gleich. Ja, jetzt habe ich das Spiel nochmal gespeichert, beendet und neu geladen. Jetzt gucken wir mal, ob die Voice Lines jetzt funktionieren. Playtime's over. Get me out. The controls are open to your tadpole's command, to your authority. Erstmal müssen wir herausfinden, was los ist. Examine the device on the The symbol's left. meaning comes into focus. Annihilate. Okay. Also links könnte ich sie jetzt umbringen. Dann wird also rechts You das... recognize the marking from the nautiloid, an illithid symbol meaning unleash. Genau. Okay, ich könnte sie also freilassen oder töten. Schwierig. Wenn ich sie töte, was passiert dann mit Will? Weil ehrlich gesagt, ja, Will steht unter ihrer Knute sozusagen. Aber sie gibt ihm ja auch seine Stärke. Und wenn ich einen... Nee, das kann gar keinen Sinn machen. Wenn ich einen Teufel auf der materiellen Ebene töte, dann geht er einfach zurück zur Hölle. Und, also ich kann sie gar nicht umbringen. Es macht gar keinen Sinn, Annihilate zu machen. Also werde ich sie eben freilassen. Good work. I'd give you a gold star, but I'm fresh out. As for the pact, Clause Z, Section 13. If the Soulbinder consents to separation, she will release the Soul Bearer from all obligation within 6 months. So. You're a disgusting little shit. You know that, Mizora. Ignorant thing. It's always the terms and conditions that get you. Wenn man die Voice Actress mal gesehen hat, die das spricht, Tamara Payne, das ist so eine süße, nette Frau. Und jetzt spielt sie hier so eine Bitch. Gut. Also Mizora meine ich jetzt nicht, Kralach natürlich. A full half of a year. You've got to be kidding. Dead serious. Don't let the smile fool you. Right. I'm out of here. I need a long bath. I'll leave you to your very serious business. But don't you fret. If you survive this place, I'll find you. The pup will be needing me.
Count on it. Oh, and ask Will how we met. I've loosened his tongue. It's real cracker of a tale. Ta-ta. So. Diese Devices hier, in denen die gefangen sind, die müssen ja eine tolle Sache sein, weil wenn sie einfach so verschwinden kann und kann es nicht aus diesem Ding, dann muss es ja doch einiges nur, also es ist mehr als ein physisches Gefängnis, ne? Haben wir jetzt hier eigentlich was? Find Mole. Wir haben ja den Eye-Patch gefunden. Letztes Mal. Sariel's asset turned out to be Misora herself. In return for our help, she promised to release Will from his pact, but only after 6 months had passed. Aber ehrlich gesagt, er ist jahrelang in ihrer Hand. Was sollte das? Nebenbei bemerkt, das Neustarten des Spiels scheint geholfen zu haben, weil jetzt waren ja die Voicelines wieder in Sync. Okay. So, ist hier noch irgendwas? Suspended Ceremorphosis. Sorry. So. Dictated to Scribe Yantus by Enver Gotash. Ceremorphosis, illicit larval transformation of a host humanoid into a mind flayer, typically occurs in less than a 10-day after infection. But the tadpoles laid by our captive Elder Brain are enhanced due to the powerful Netherese magic of the Crown of Karsus. Okay, also dieses Elder Brain hat diese Crown of Karsus, die wird kontrolliert von den 3 Catherick, Enver Gotash und Orin. Und die ist schuld an dieser Netherese Magic, die Tadpoles wiederum manipuliert, sodass man sich nicht automatisch dann nach 10 Tagen verändert. Our enhanced tadpoles induce in their hosts a sort of suspended ceremorphosis, a state in which the host becomes susceptible to telepathic influence and even coercion from the Absolute, our Elder Brain. Also die Absolute ist our Elder Brain. Kein Gott oder irgendwas, sondern die Elder Brain. For our purposes, there are 2 key aspects to this influence. First, the conversion of the host into a mental lackey of the Absolute occurs entirely without the host's awareness. Its ability feels comfortable and natural, and it never consciously questioned. Second, the servile state persists even when the host is far beyond the usual range of an Elder Brain's psionic control. This phenomenon is spectacularly useful, given our ambitions. Soll ich das mal mitnehmen? Ich nehme es mal mit. Ich glaube aber nicht, dass man es braucht. So. Jetzt werden wir aber trotzdem... Hier war das, ne? Ja. Weil hier sind ja jetzt auch noch zumindest mal Zevlor gefangen. Mole habe ich jetzt tatsächlich nicht gefunden. Wo mag Mole sein? Oder ist der doch hier irgendwo? Aber ich habe ihn nicht gesehen, ne? Also hier ist... na? Mindflayer wird angezeigt. Wer hier drin ist, wird nicht angezeigt. Aber hier kann man es sehen. Zevlor. Da ist niemand. Hier ist wieder ein Mindflayer. Das ist auch niemand. Hier ist ein Mindflayer. Manip Shuraga. Mindflayer. Gauntlet Jeva. Okay. Gut, also ich vermute mal, das ist dieses Ding hier, die released. Sollte ich mich irgendwie sinnvoller aufstellen? So, wir speichern mal. Und Karlach wird das Ding mal anschalten.
tadpole forms a telepathic connection with the device, and a chorus of static energy fills your mind. Every mind flayer in the room calls out hungrily from its pod, seeking release and sustenance. Ja. But there are others in the pods, those not yet infected, not yet elithid, terrified, desperate to escape. Zevlor. Weil das Problem ist, es gibt nur diesen The Hauptschalter. device is open to your tadpole's command, to your authority. Ja. Naja, klar, Release. Damit release ich zwar auch die Illithids, aber halt eben auch Zevlor und die anderen. Also machen wir das natürlich. Find Mole? Find Zevlor. Okay, war ja klar, ne? Oh, schau da. Die Intellect Devourers mögen uns jetzt auch nicht. Dann ist es ja, wie du meinst, ne? Die sind aber natürlich nicht ansatzweise so schlimm. Soll ich hier nochmal einen Rage machen? Ich denke, das lohnt sich. So, die Intellect Devourer, die könnte ich mit einem Schuss wegkriegen. Von daher sollte ich mich vielleicht doch erst um die kümmern. So. Okay. Ich stelle mich aber mal hier hin. Holla. So ist das also, ne? Zevlor. Zevlor, du alter Schwede. Bist offensichtlich Hellrider Exile. Das ist, was auch immer ein Hellrider Exile ist, das ist so eine Art Paladin offensichtlich. Wow, guck mal hier. Von 71, der hat 50 Schaden gemacht, nicht schlecht. Ja? Oh, guck mal. Shovel. Vielleicht lieber dahin. Na super. So. Genau. So, bevor die sich wehren konnten, haben wir jetzt also einen Mindflayer und zwei Intellect Devourer hinter uns gebracht. Uiuiui. Nein, tu's nicht. Tentacle Whip. To Karlach. Karlach wird Shield machen und ich mach nix. Sehr gut. Das war jetzt nämlich zum Beispiel die Sache. Ich mache dann nämlich Psychic Damage. Aus dem einfachen Grund, weil ich das kann sozusagen. Und damit hat er Mental Fatigue gemacht wegen... Wegen was? Wegen gar nichts. Egal. Das hat jemand anderer gekriegt, genau. Wir haben hier noch einen Mindflayer. Also der spannende Punkt ist, dass die, ja genau. Also der spannende Punkt ist, dass man die Dinger vielleicht irgendwie rausnehmen kann. Ist egal, welchen man da nimmt. Ja, aber es passt halt nicht ganz, ne? Aber die sind ja auch noch dran und die sind auch nicht schlecht, ne? Ui, guck mal hier. Wow.
Die haben ganz schön was drauf. Ich würde mal sagen, das ist sowas wie, das sind alles so Paladin-Typen, ne? Der ist nicht mitgekommen. Es ist doch immer wieder das Kretz. Ah, Mann. Der ist einfach nicht mitgekommen. Der wäre jetzt nett gewesen im Kampf, ne? Verdammt. Na gut. Ja, das ist nicht nett, ne? Stunt und so. Nicht nett, gar nicht nett. ...59, 58... 33. Den kann ich klein kriegen. Theoretisch, mit viel Glück könnte ich auch so einen kleinen kriegen. Ja, treffen muss man natürlich schon. Extract Brain? Gar nicht in Frage, Kind. Gut, den kann ich... Doch, den kann ich auch kriegen. Sehr schön. Ah, okay. Mhm. Sehr schön. Wunderbar. Gut. Jetzt haben wir eigentlich nur noch den Mindflayer da, ne? Saved. Ha!
würde so passen. Rage endet? Ah, okay. Ja, weil ich nicht in der Lage war, weil der mich gestunt hat, war ich nicht in der Lage, Schaden zu machen und ich habe keinen genommen. I didn't think I was going to make it. Okay. I owe you an explanation. Much more than that. But first, please, the others, the ambush. Tell me they survived. Naja, wir werden jetzt ihn nicht hier blamen, ne? Also, they found refuge, but what the hell's happened out there, Sevlor? You've heard some of it, I'm sure. That I froze, or broke, or some other lie that is kinder than the truth. We were ambushed by cultists, yes. And then I heard her, their false god, whispering promises in my mind. I would be a paladin again, with a god's purpose, a god's power. Everything I needed to protect my people. And all the while, the cult tortured them. They fought and ran and died around me, while I imagined myself their savior. By the time I regained my senses, it was too late. I did not just surrender to the Absolute. For a moment, I welcomed it. Das ist ungewöhnlich. Also ein Paladin geistig zu beeinflussen, ist ja schon ein bisschen heftig, ne? It sounds like you were being enthralled. It's not your fault. It would be nice to think so, but whatever these monsters twist us into, I believe it begins in us. I won't make excuses. I can't make amends. But I know something of what you came to do. I want to help, if you'll let me. Ketherick is below. He thinks you're no longer a menace. Descend and show him how wrong he is. If there are any more survivors to be found, I'll find them and lead them out of this place. Spannend wäre, wo Mole ist, denn der war ja hier nicht dabei. Oder vielmehr, Entschuldigung, sie war ja hier nicht dabei. Mole ist ja ein Mädchen. Den kann ich dann mitnehmen. Oder ich kann ihm sagen, er soll seinen eigenen Leuten helfen. I could use another blade in the fight to come. Only if you can trust it won't be buried in your back. The Absolute swayed me once before. I won't risk it happening again. Go, my friend. Please, let me do this much. Ja, ich würde sagen, find Mole. Wäre gut. So, ich würde sagen, so wie wir hier aussehen, wäre ein Short Rest gar nicht schlecht. Wie sehen wir aus? Ich habe noch keinen Spell verbraucht. Sie hat keinen Spell verbraucht. Und er hat den einen Wall of Fire verbraucht. Das sieht doch super aus. So, nichtsdestotrotz werden wir jetzt erstmal beenden und beim nächsten Mal geht es dann weiter. Bis dann!